6. Habt ihr in eurem Verein schon mal ein Tenniscamp veranstaltet und haben euch da so ein bisschen die Ideen gefehlt? Ich bin eingeladen worden und heute ist nämlich der Event Donnerstag. Und warum ihr ein Event Donnerstag oder ein Event Tag bei eurem Tenniscamp durchführen solltet, das zeige ich euch in meinem neuen Vlog. Viel Spaß! Einige von euch hatten sich mal gewünscht, dass ich mal wieder einen Vlog mache und heute ist eigentlich der perfekte Tag dafür. Ich laufe jetzt mal los, denn ja, ihr könnt ja mal ein bisschen was über mich erfahren. Ich laufe mal los und dann seht ihr mal meinen Weg, den ich eigentlich täglich im Sommer zum Tennisplatz mache. Der ist nämlich extrem kurz. Ich kann dahin laufen und bin eigentlich dann in 3 bis 4 Minuten Fußweg immer da. Also ich laufe so 100 Meter Luftlinie und ich bin heute eingeladen und genau vor einem Jahr habe ich hier das Showmatch gegen den Christopher Ament gespielt. Ich habe das damals aufgenommen und als Video hochgeladen. Also wenn ihr mal das Showmatch sehen wollt, ich verlinke euch nochmal hier in der Infokarte. So, wie ihr seht, wir wohnen sehr ländlich bei uns und ja, es ist immer wieder schön, einfach hier rüber zu laufen im Sommer. Und was haben wir heute vor? Ja, wir wollen auf jeden Fall etwas anderes machen als dieses Showmatch mit dem Chris Ament, was wir vor einem Jahr gemacht haben. Das liegt ein bisschen an meiner Gesundheit. Mich hat eine Corona-Infektion an Pfingsten ziemlich aus der Bahn geworfen, muss ich sagen. Bin seitdem nicht wirklich mehr fit und ihr hört es vielleicht auch an meiner Stimme, im Moment sowieso ein bisschen angeschlagen und erkältet. Heißt, heute kein Showmatch, aber dadurch, dass wir ja Event Donnerstag haben, haben wir uns eine Alternative überlegt. Beziehungsweise nicht ich habe mir eine Alternative überlegt, sondern der Alexander Ratzmann, den ich euch gleich in einem Interview auch mal vorstellen möchte. Und ich bin ganz gespannt, was wir machen. Wir haben heute so Events wie Nachttennis, mit so Knicklichtern. Das war im letzten Jahr ein Riesenerfolg. Und dann haben wir auch Events, also Teamspiele. Und es geht da bei dieser ganzen Geschichte nicht immer nur ums Tennisspielen, sondern eben auch um den Zusammenhalt. Und das finde ich halt ganz toll und das möchte ich euch heute vorstellen. Also, da unten ist schon der Tennisplatz und dann laufen wir jetzt einfach mal hin. So, ihr seht es also, hier wird gerade überhaupt kein Tennis gespielt, hier wird Capture the Flag gespielt. Ja, das ist ein Spiel aus der Erlebnispädagogik, habe ich mir sagen lassen, gerade vom Alex. Und ja, die Kinder haben jetzt hier in 4 Gruppen unterschiedliche Aufgaben. Und das Ziel ist es natürlich wie bei Capture the Flag, ja, die Fahne des anderen Teams zu klauen. Und das wird jetzt hier gerade über den kompletten Sportplatz gespielt. Also die Kids haben heute Morgen Training gehabt und haben jetzt im Prinzip nach der Mittagspause einfach ein bisschen Freizeit und dann um 5:30 geht es dann weiter mit eben dem Tennis-Event, in dem ich dann auch teilnehmen darf. Und ich gebe jetzt noch eine Stunde Training und dann bin ich mal gespannt, was der Alex für mich und den Christopher Ament, gegen den ich eben im letzten Jahr auch das Showmatch gespielt habe, vorbereitet hat. Während die Kinder Capture the Flag spielen, möchte ich die Gelegenheit jetzt mal nutzen, um euch auch ein bisschen die Anlage zu zeigen. Das hier ist also die Anlage des TC Korbach, wo diese ganzen Videos, die YouTube-Videos auch entstehen. Ich zeige euch jetzt gleich mal meinen Trainingsplatz. Und der TC Korbach hat eigentlich eine sehr, sehr schöne ländlich gelegene Anlage. Moin Jungs. Ja, gut. Servus. Kommen die Capture the Flagger wieder. Und ja, wir hatten früher 10 Plätze und die sind leider Platz 9 und 10 zurückgebaut worden, beziehungsweise dort sehen wir jetzt leider nur noch Bäume. Hat damit zu tun, dass wir auch, wie viele Vereine, einen gewissen Mitgliederschwund in den, ich glaube, wann war das hier, wann ist das zurückgebaut worden? Ich will nichts Falsches sagen, aber das war mit Sicherheit irgendwie so 2005, 2006. Ungefähr da wurde das entschieden und da sind den Tennisvereinen ziemlich die Mitglieder weggelaufen. War der Boom von Becker und Co. verflacht. Ich zeige euch jetzt mal meinen Trainingsplatz. Also hier ist Platz 5 und 6 und auf Platz 7 und 8, da wo ich auch immer Training gebe, da gehen wir jetzt mal hin. Ich nehme euch mal mit. Ich hoffe, ihr könnt das so erkennen. Und
ja, hier, das ist eigentlich der Trainingsplatz, auf dem immer die YouTube-Videos entstehen. Tennis Point, Banden und ja, hier entstehen die schönen Videos. Baby, put your hands up. Baby, now don't make it up. It's time that you be growing up. All of us be showing up. Everything is certain. So, ich habe mir mal den Alexander Ratzmann zur Seite geholt. Der Alexander veranstaltet hier das Camp, ne? So kann man ja auch sagen, dass du hier Hauptleiter bist von dem Camp. Und der Alexander ist Sportwissenschaftler und auch B-Trainer. Ne? Möchtest du dich sonst noch irgendwie vorstellen? Wie alt bist du? Alles gut, ich bin 36. 36. Okay, Alexander, was ich gerne wissen würde, wir machen ja hier heute so ein Event Donnerstag und mich würde gerne mal interessieren, was für ein Ziel hast du hier bei diesem Camp? Also was legst du Wert? Was würdest du auch jemandem, der ein Camp, ja, sag ich mal, veranstalten möchte, an die Hand geben? Also ich habe in vielen Tenniscamps tatsächlich festgestellt, dass man irgendwie mehr anbieten muss als das klassische Tennis. Also man darf nicht vergessen, das passiert auf den Ferien, es muss einen höheren Freizeitwert haben, aber das bedeutet nicht, dass die Sache Tennis in den Hintergrund geraten muss. Und die Frage ist dann vor dem Hintergrund, dass man irgendwie auch Spaß sozusagen mit reinkriegen muss, wobei ja Tennis auch Spaß macht, keine Frage. Was kann man neben dem eigentlichen Arbeit auf dem Platz noch inszenieren, um Kinder oder Jugendliche an ihren Bedürfnissen abzuholen und vielleicht andere Beweggründe und Motive mit zu integrieren in so ein Tenniscamp. Und ich habe gute Erfahrungen damit tatsächlich gemacht, einen bestimmten Tag auszuwählen. Bei uns ist es der Donnerstag. Martin meinte gerade schon, Event-Donnerstag ist mittlerweile das erste Label dafür, um dort bewusst Räume zu schaffen, um Bedürfnisse und Wünsche der Kinder auch zu integrieren. Und wir haben hier verschiedene Aufgaben. Ja, die kann ich jetzt vorstellen, wenn ihr wollt. Ja, genau. Ja, stell die Aufgaben ruhig vor und vor allen Dingen, ja, würde mich interessieren, was sind so die Sachen, die wirklich sehr, sehr gut ankommen bei den Kindern? Also sehr, sehr gut ankommen tun in der Regel die Sachen, da kann man kaum eine allgemeine Empfehlung machen, weil es kommt darauf an, was für Kinder ihr im Camp habt. Und es schadet aber auch nicht, gerade in solchen Formaten, wo man mehr Zeit hat als die klassischen 1-2 Stunden die Woche, wo ihr als Trainer ein Programm im Kopf habt, in den Dialog zu gehen mit den Kindern. Gibt es irgendwas, was die besonders auf ihrer Agenda haben? Sowohl auf dem inhaltlichen Bereich, als auch in Bereichen, die über das Tennis hinausgehen, wie hier zum Beispiel beim Event Donnerstag. Und es hat sich tatsächlich die letzten Jahre etabliert, dass die Jugendlichen und Kinder extrem viel Lust haben auf bestimmte Spiele. Was wir hier machen in Korbach gerade und auch im letzten Jahr schon, das Programm hat sich tatsächlich nicht geändert. Ich habe es den Kindern angeboten, aber die fanden die Ideen einfach so gut, dass sie es wieder machen wollten. Ist, dass wir zuerst nachmittags Capture the Flag gespielt haben. Das könnt ihr alle auch mal googeln. Das habe ich auch vorgestellt vorhin so ein bisschen. Ich habe die Spielregeln zwar immer noch nicht so ganz verstanden, aber wenn man sagt, man kann es googeln, ja? Ja, okay. Das ist auch ganz... es gibt ein Grundspiel tatsächlich, Martin wird das erklärt haben und das könnt ihr mit den Kindern erweitern und ergänzen, wie ihr möchtet. Also die da mit reinzukriegen, auch mit ihren Ideen, ist relativ einfach. Und gefolgt wird dieses Event jetzt von einer Show, wir nennen das Wetten, das. Letztes Jahr hatten wir ein Showmatch hier, Martin war dabei, ihr habt das Video gesehen, auch auf seinem Kanal. Und haben hier einfach das Glück, dass wir auch 2 Bundesligaspieler da haben, die auch regional als Vorbilder dienen. Aber es muss nicht unbedingt ein Bundesligaspieler sein, ne? Es kann auch ein guter, einfach, die Kinder orientieren sich ja dann an guten Spielern auch, ne? Und das muss nicht unbedingt Bundesliga sein, ne? Genau, wir haben die aber griffbereit, deswegen haben wir sie genutzt. Aber Leistungssport bringt auch mit sich, dass man ab und zu nicht ganz so fit ist und deswegen machen wir heute eine Wetten-das-Variante, aber auch mit dem Martin und einem Kumpel von ihm. Und dort machen wir verschiedene Wetten, haben mit den Kindern verschiedene Wetten über die letzten Tage erarbeitet in freien Zeiten. Und diese Wetten werden heute gespielt, unter anderem Martin von dir. Und ich bin schon ganz gespannt und ja, da gucken wir jetzt einfach mal rein. Ich bedanke mich bei dir, Alex, für die Zeit und ja, dann schauen wir mal an, wie das jetzt läuft. Ich bin sehr gespannt. Viel Spaß. Danke. Bevor wir mit den Wetten angefangen haben, mussten Chris und ich doch nochmal ein kleines Showmatch machen, aber im Vergleich zum Vorjahr etwas anders. Es wurden jetzt nur 2 Champions Tiebreaks gespielt mit einer kleinen Besonderheit. Und zwar hatten wir beide insgesamt 4 Joker zur Verfügung und ich glaube, es waren nur 3 Joker zur Verfügung. Das heißt, wir hatten kleine Zettel in der Tasche,
die je nach Spielverlauf immer gezogen werden konnten. Und das sehen wir jetzt hier gleich. Also wir haben erstmal angefangen zu spielen und dann je nach Spielsituation konnte jeder Spieler dann einen Joker ziehen. Jetzt hier der Chris, der zieht jetzt hier einen Joker. Ich muss jetzt kurz überlegen, was es genau war. Ich glaube, ich weiß, was es war. Es war nämlich, ich durfte den nächsten Punkt nur mit der linken Hand spielen. Ja, ein bisschen anders als ein normales Match und hat dadurch natürlich auch viel, viel mehr Reiz gehabt. Und ihr seht, ich war bei dieser ganzen Geschichte ein totaler Vollversager. Das Ding segelt mir nämlich dann schön ins Aus und einen Schlag gemacht. Ja, das lief nicht so gut. Dann habe ich dann auch irgendwann mal einen Joker gezogen und dieser Joker, und da werdet ihr gleich mal, wenn ihr genauer hinschaut, der lautete, den nächsten, glaube ich, 2 Punkte musste der Chris dann mit einem Pokal in der Hand den Punkt bestreiten und ihr seht, wie er hier aufschlägt und ich glaube auch diesen Punkt hat der Chris dann hinterher gewonnen, ja, weil ich einfach da taktisch wirklich nicht clever gespielt habe. Oder doch, ja, doch, der Punkt ging an mich, glaube ich, oder der Ball war aus. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es sehr, sehr spaßig. So, die Kinder konnten dann wetten, so wie ihr da gerade gesehen habt. Und am Ende gab es dann natürlich einen Wettkönig, wer die meisten Wetten dann am Ende gewonnen hat. Die beiden Jungs auf der linken Seite zum Beispiel haben gewettet, dass sie gegen die Bundesligaspieler gewinnen. Und zwar einen Match-Tiebreak bzw. 2 Match-Tiebreaks, wenn sie beim Stand von 8:0 führen. Das heißt, die beiden Jungs haben 8:0 geführt und Chris und ich durften eben das Match nicht verlieren. Und da seht ihr, das sind ganz dramatische Punkte passiert, weil die Jungs wirklich, wirklich gut waren. Und ich glaube, es ging irgendwie aus, doch 11:9 für uns und dann irgendwie 14:12. Also das war für uns gar nicht so einfach, weil die Jungs das wirklich gut gemacht hatten. Das Team bestand dann aus 3 Spielern, die dann immer gewechselt haben. Das heißt, die ganze Zeit waren die eigentlich zusammen und haben sich dann diese Wette ausgedacht. Und hier hat der Justus dann den Punkt gemacht unter dem Applaus von den zahlreichen Zuschauern. Ja, genau. Und dann hatten wir natürlich stark zu kämpfen, weil man will natürlich dann auch nicht verlieren. Ja, diese Wette ging dann voll und ganz auf Chris und mein Konto. Die Kids auf der linken Seite hatten gewettet, dass sie von 10 Aufschlägen, die wir von der T-Linie aufschlagen dürfen, mindestens einen Ball ins Feld bekommen können, also einen Ball retournieren können. Und ich nehme es vorweg, das war eine klare Angelegenheit. Gerade der Chris von links nach rechts hatte einen nach dem nächsten reinpaniert. Aber ja, die Wette wurde natürlich von den Kindern sich ausgedacht und hier habe ich mal einen kurzen eingestreut. War sehr spaßig und hat dann am Ende einen klaren Ausgang für Chris und mich gebracht. So, hier, das war der letzte und der wurde dann vom Keno auch nicht retourniert, also wurde das Spiel gewonnen. Kommen wir zur kreativsten Wette. Und zwar war die Aufgabe jetzt hier, uns wurde ein Lied vorgespielt und wir sollten Volleys hin und her spielen und dabei nach Möglichkeit den Takt des Liedes treffen. Und jeder von euch kennt Staying Alive und wir hören mal rein. Keine Ahnung. Und ich denke, Chris und ich haben dieses Spiel berechtigterweise gewonnen. Das war Staying Alive auf sehr, sehr hohem Niveau. So, bei dem Spiel weiß ich gar nicht, was genau das Ziel war. Ich glaube, der Enzo hier vorne musste einen Netzroller schaffen und so lange mussten die Kids auf der rechten Seite eine Standwaage oder sowas in der Richtung durchführen. Und da geht es auch schon weiter mit der nächsten Wette. Die Spieler, die ihr jetzt hier seht, die haben noch nie in ihrem Leben Tennis gespielt und die hatten die Aufgabe, 10-mal ohne Fehler den Ball hin und her zu spielen. Wo ist Levi? Und in der Zwischenzeit hat der Levi gewettet, dass er schneller einen Marienkäfer auf der Anlage fängt. Auch sehr spaßige Wette. Da ist er nicht. Und die hatte, glaube ich, oder die hatten dann, glaube ich, die, Da ist der Levi. ja, ich nenne sie mal die Anfängerspieler gewonnen. Die waren etwas schneller und hatten die 10 Schläge in Folge vorher gemacht. Das war auch sehr, sehr ambitioniert vom Levi, aber eine sehr, sehr kreative Idee, wie ich finde. Die anderen spielen. Ja, irgendwann haben die Tennisspieler dann verstanden, dass sie von unten nach oben spielen sollten, um mehr Ballwechsel hinzubekommen. Und dann war die Wette dann auch zu deren Gunsten entschieden. Kommen wir nun zu einer wirklich spektakulären Wette, die
Erwachsenen haben gewettet, dass sie gegen Chris und mich ein Zehner gewinnen, also ein Spiel bis 10. Es durfte von unten aufgeschlagen werden und 4 Spieler auf der einen Seite und 2 Spieler auf der anderen Seite. Und da muss man sagen, da haben die sich taktisch etwas verkalkuliert. Also 3 hinten und eine Person vorne. Und ihr werdet es jetzt sehen, der Enzo hier vorne, der wurde insgesamt 3-mal abgeschossen. Das war jetzt das erste Mal. Das war etwas, taktisch nicht ganz durchdacht. Also ganz ehrlich, wie würdet ihr da aufstellen? Einer vorne, 3 hinten ist völliger Schwachsinn, wie ich finde. Und da hätte man, glaube ich, eher 3 nach vorne und 1 nach hinten spielen lassen sollen. Wie dem auch sei, es gab coole Ballwechsel und auch dieses Spiel ging, beziehungsweise diese Wette ging zugunsten von Chris und mir. Kam die Wette vom David. Der David hatte gewettet, dass er gegen den Bundesligaspieler mit der rechten Hand und der Bundesligaspieler durfte nur mit der linken Hand gewinnt. Das war dann leider doch ein wenig zu ambitioniert gedacht, weil er wusste halt nicht, dass der Chris nämlich der Meister der linken Hand ist und wohl er doch dann am Ende einen Punkt gemacht hat und dann natürlich sehr glücklich war. Eine sehr kreative Wette hatte dann sich auch der Alexander Ratzmann ausgedacht. Und zwar ging es jetzt hier darum, dass gewettet wurde, dass die Zauberwürfel nämlich gelöst werden. Und zwar bevor die Spieler, die ihr jetzt seht, den Ball 20 Mal hin und her gespielt haben, nämlich länger als T-Linie. Und ich darf es vorwegnehmen, die Zauberwürfel haben gewonnen. Das Mädel, von dem Namen ich jetzt leider nicht genau weiß, die hatte das ziemlich gut drauf und hat den Zauberwürfel dann in der Zeit vorher gelöst gehabt. Und hat dann natürlich auch, weil jetzt hier oben der Ethan doch ein paar Probleme gehabt hatte, den Zauberwürfel zu lösen, hat sie das übernommen und letztendlich war sie dann schneller als die beiden Spieler. Auch eine nette Wette hatten sich die Jungs hier ausgedacht, nämlich wir mussten aufschlagen und zwar mit so einer, es gibt doch diese Deutschlandbrillen, beziehungsweise diese Brillen, durch die man nur ganz wenig erkennt und sieht. Und wir mussten auf die Dosen schießen und dieses Spiel haben wir tatsächlich verloren, weil die Kids vorher nämlich einen Treffer gelandet haben und wir haben tatsächlich nicht einmal getroffen. Was weniger an den Brillen lag, sondern einfach an unserem Unvermögen. Aber auf jeden Fall ein cooles Spiel auch. Und jetzt zeige ich euch ein schönes Interview. Servus. Ja, ich stehe hier mit dem Christian Grünes. Christian Grünes ist A-Trainer und begleitet hier das Camp als Trainer für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für die Erwachsenen. Genau. Ehemaliger ATP-Spieler, habe ich mir sagen lassen. Und unter den ersten 100 in Deutschland standst du. Ich stand sogar unter den ersten 20. Unter den ersten 20. Also sehr, sehr guter Spieler. Durfte ich eben gerade bei der Wetten-Das-Wette auch erfahren. Und ich habe mir jetzt gedacht, wenn wir hier schon mal einen A-Trainer haben, dann können wir vielleicht für die Leute im Kanal einfach mal erzählen. Christian, warum hast du dich damals für einen A-Trainer entschieden? Ich beispielsweise bin B-Trainer. Bei mir in der Region ist es so, ich denke immer so, okay, ein A-Trainer ist jetzt hier nicht unbedingt erforderlich, aber gut, was sind deine Erfahrungen? Also ich habe einen A-Trainer gemacht, weil ich mich als Trainer immer weiterentwickeln wollte. Ich habe lange professionell Tennis gespielt und wollte eigentlich als Trainer hauptberuflich arbeiten und habe mir gedacht, dass die A-Trainer-Lizenz durchaus hilfreich sein kann. Ich komme aus einer recht großen Stadt, aus Berlin, und da macht es durchaus Sinn. Und in der ländlichen Region hier macht es vielleicht nicht so viel Sinn, nichtsdestotrotz ist die Ausbildung sehr sinnvoll. Die wird an der Sporthochschule in Köln durchgeführt. Ich habe sehr, sehr viel dort gelernt und kann es eigentlich nur jedem empfehlen, der als Trainer sich weiterentwickeln möchte, die zu machen. Was sind denn die Unterschiede oder was wird von einem A-Trainer mehr verlangt als von einem B-Trainer? B-Trainer ist doch ein bisschen breitensportorientierter angelegt, während der A-Trainer doch sehr in den Leistungssport und Leistungsbereich eintaucht. Das heißt, wenn man nicht so viel im Leistungsbereich unterwegs ist, ist sicherlich ein B-Trainer ausreichend. Im A-Trainer, da geht es doch sehr in die Wissenschaftlichkeit, da geht es sehr darum, wie man mit professionellen oder mit angehenden Profis zusammenarbeitet oder mit sehr professionellen Jugendlichen. Und davon profitieren wir ja hier eigentlich auch im Camp mal. Natürlich. Was hat dich dazu, also wer hat dich angesprochen hier bei uns und wie
Machst du das öfters auch in anderen Camps einfach mal mit? Oder? Genau, also ich arbeite ja nicht hauptberuflich als Trainer, aber ich arbeite sehr gerne in Camps. Ich bin mit Alex, der das Camp hier organisiert, seit Jahren eng befreundet und er hat mich gefragt, ob ich das mitmachen möchte. Ich habe es im letzten Jahr mitgemacht, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat mir auch super Wertschätzung. Es hat mir auch Spaß gemacht, einfach mit den unterschiedlichsten Spielstärken auch mal zusammenzuarbeiten. Und darum habe ich in diesem Jahr wieder mitgemacht. Sehr, sehr schön, sehr toller Verein, tolles Camp, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und das Thema des Videos ist ja auch, diesen Event Donnerstag zu machen. Aus deiner Sicht bei einem Camp sowas zu machen, ist absolut sinnvoll, ne? Oder? Ja, total. Also dieser Zusammenhalt, auch dass die Gruppen eben nicht nur separat auf ihren Plätzen arbeiten, sondern an so einem Event Donnerstag auch am Ende zusammenkommen. Ja, und dass sie zusammen Dinge erleben, Dinge machen, das gehört einfach dazu. Also gerade in der heutigen Zeit ist das unglaublich wichtig, glaube ich, dieser Zusammenhalt. Und auch dieses Thema, dieses Demokratiethema, was wir hier groß über unserem Tenniscamp haben, das hilft auch ungemein. Das ist auch super. Wir haben hier eine ukrainische Mitspielerin oder eine Teilnehmerin, die überhaupt kein Wort Deutsch spricht, weder Englisch noch Französisch, also wirklich nur Russisch und Ukrainisch kann. Und trotzdem ist sie super integriert worden und hat bis zum Ende alles mitgemacht. Und das war für mich auch wirklich eine neue Erfahrung, auch mit ihr mal auf dem Platz zu arbeiten. Ja, muss ich auch sagen, ich durfte auch die Erfahrung machen in meinem Training. Auf einmal standen dann da 3, 4, die weder Englisch, weder Deutsch. Genau. Der Vater konnte ein bisschen Englisch und sie gar nichts. Und dann musste auf einmal dann jemanden so Training geben. Und da muss man improvisieren. Und das ist eine Mordsherausforderung. Und an sowas wächst man eigentlich nur, ne? Total. Und das ist halt wirklich das, was so ein Tenniscamp auch wirklich ausmacht. Ja. Und das macht halt unglaublich viel Spaß. Und auch einfach den Blickwinkel mal zu wechseln, ja, die Perspektive zu wechseln, das hilft einem natürlich in verschiedenen Bereichen auch weiter. Ja, also gerade auch, wenn man im Profibereich unterwegs ist natürlich einfach auch nochmal in die Basis zurückzugehen und zu schauen, wo kommen Kinder eigentlich her. Also auch wenn man mit 13, 14, 15-jährigen Jugendlichen trainiert, die sehr ambitioniert arbeiten, muss man immer im Hinterkopf behalten, dass die auch Kinder sind oder Jugendliche, die einfach auch andere Bedürfnisse haben. Und das sieht man hier, wie sie auch selber aufgehen, selbst die ambitionierteren Jugendlichen. Prima. Christian, wir sind sehr froh, dass du da bist und ja, hoffentlich kommst du beim nächsten Mal wieder. Na klar. Und dann wieder mit dem Interview. Bis dahin, ciao. So, ihr seht, es wird langsam Abend hier im schönen Waldecker Land. Ja, wirklich traumhafte Kulisse und es hat mega viel Spaß gemacht. Wir hatten eine tolle Session hier, Wetten, das. Mega Idee vom Alex und ich kann euch nur empfehlen, macht das, macht Events. Macht sowas in euren Tenniscamps. Es lohnt sich. Ihr bekommt Dankbarkeit der Kinder. Ihr bekommt viel Lächeln, viel Lachen. Ihr hört es im Hintergrund. Es ist jeder noch dabei. Also macht sowas und bleibt dran. Jetzt kommt gleich noch die Abendveranstaltung. Hier gibt es ja gleich noch eine Nachtsession. Ja, wir werden gleich noch mit neonfarbenen Federbällen bei Nacht Tennis spielen. Und mit diesen Bildern entlasse ich euch aus diesem Video und wenn ihr Lust habt, schaut in meine anderen Videos rein. Es gibt auf meinem Kanal so viel zu entdecken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Martin. So, jetzt muss ich mich doch noch mal melden. Wir haben mittlerweile 21:30 Uhr und alle Tennisplätze sind belegt. So, das zieht sich jetzt weiter bis Platz 7 und 8, 5 und 6. Also die Kids haben immer noch richtig Bock, Tennis zu spielen. Und die sind muss man sich auch mal vorstellen, seit 10 Uhr heute Morgen hier on Court. Ich habe übrigens ein super süßes Dankeschön bekommen. Alle Kids unterschrieben. Ich hoffe, ich halte es richtig rum. Ja, und hier freuen sich jetzt alle auf die Night Session. Janik? Alles fit? Jedes Jahr. Warte, noch nicht. Weil ich noch nicht.